Bei meinen fertigen Tierporträts gruselt's mich am Ende, wenn es darum geht, beispielsweise weiße Schnurrhaare einzuzeichnen. Das kann nämlich sehr knifflig sein, wenn das gezeichnete Fell darunter sehr dunkel ist. Mein Name ist Anneliese Klotz und in diesem Video zeige ich dir, wie man weiße Haare von vornherein anlegen kann. Aber keine Angst, du musst nicht um sie herum malen. Der Trick ist, mit weißer Kohle, White Charcoal, weiße Haare vorzuzeichnen. Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Anbieter für White Charcoal. In Stiftform, in Stäbchenform oder Blöcke. Am besten probierst du auf einem Schmierpapier aus, wie sich dein Material verhält, bevor du mit der eigentlichen Arbeit beginnst. Die Ergebnisse unterscheiden sich, je nach Hersteller. Bei dieser kleinen Demonstration wurde zuerst mit einem No-Name-Produkt gezeichnet, dann mit einem Charcoal-Stift von Conté, einer Faber-Castell-Kreide, einem wachsbasierten weißen Buntstift, einem Carbonatello-Pastellkreidenstift von Stabilo und zuletzt mit einem Pastellkreidestäbchen von Stabilo. Es war mir wichtig auszutesten, wie gut oder hell die weißen Linien nach Übermalung sichtbar bleiben, bzw. wie gut sie sich durch weitere Übermalung auch abdämpfen lassen oder Lasuren möglich sind. Fazit: White Charcoal drückt sich immer durch, lässt sich aber überlasieren bzw. übermalen. Überraschend war, dass auch helle Pastellkreiden durchscheinen. Sie verschwinden dann allerdings leichter beim weiteren Schichten. Aber immerhin, damit lässt sich quasi eine Beleuchtung von hinten malen. Am hellsten und wenig bzw. nicht übermalbar ist natürlich der wachsbasierte weiße Buntstift, der ultimative Stift für Haare, die knackig weiß bleiben sollen. Als Demo oder Bonus füge ich die Studie eines Katzenohrs und Auges an, wo du sehen kannst, wie ich die verschiedenen Charcoals nutze, um mir eine Orientierung für das Fell zu schaffen, und wie ich den Buntstift einsetze, um diese weißen langen Haare von vornherein zu haben. Zuerst setze ich mir ein paar weiße Haare zur Orientierung, wo später das hellste Fell sein soll. Für einige Haare, die weiß bleiben sollen, die ich also nicht abblenden werde, nutze ich den weißen Buntstift, ansonsten verschiedene Charcoals. Für die Untermalung malst du die Katze quasi erstmal nackig.
Keine Haare, sondern nur Farbflächen. Dafür wähle ich Mitteltöne aus, Farben, die ich als überwiegend im Untergrund identifiziere. Diese Untermalung ist eine gute Basis, auf der sich nach und nach das Fell aufzeichnen und in Schichten aufbauen lässt. Wenn nötig, arbeite ich zwischendurch immer mal White Charcoal ein, überlagere Haare. In den Ohren der Katze liegen die Haare kreuz und quer, sind heller und dunkler. Haare liegen tiefer in den Ohren, sind etwas dunkler, dann gibt es hellere Haare darüber, dann wechseln die Haare die Richtung. Wie lässt sich das nun überzeugend darstellen? Also Charcoal, dann mit Pastellkreide abdämpfen, dann gegebenenfalls mit Charcoal einige Stellen aufhellen oder Haare überlagernd in eine andere Richtung einzeichnen, wieder Pastellkreide und so weiter. Wichtig ist, mit den Pastellstiften nicht stark aufzudrücken, um das Papier nicht zu sättigen. Schließlich möchte ich viele Schichten Pastellkreide aufbringen. Erst zum Schluss, wenn es an den Feinschliff geht, arbeite ich mit mehr Druck auf den Stiften. Wenn du andere Videos zur Pastellmalerei von mir angeschaut hast, weißt du, dass ich ein großer Fan des Fixierens bin. Meine Pastelle sollen nach Fertigstellung nicht stauben. Das Fixieren intensiviert die Farben, macht sie dunkler, gibt dem Pastell also Tiefe. Helle Farben neigen aber dazu, zu verschwinden, also im dunklen Pigment zu versacken. Eine Zwischenfixierung hilft, helle Farben nicht verschwinden zu lassen. Bei meinen Tierporträts male ich nicht nur von dunkel nach hell, sondern dort, wo ich ganz genau weiß, dass das Fell hell sein soll, von hell nach dunkel. So bleiben auch die hellen Farben leuchtend und werden nicht durch darunterliegende dunkle Farben verschmutzt. Natürlich fixiere ich auch das fertige Pastell. Wie gesagt, ich kann es nicht leiden, wenn es staubt. Da ich aber den Geruch der käuflichen Sprühfixative nicht mag, habe ich nach einer Alternative gesucht und mische mein Fixativ mittlerweile selbst. Es ist völlig ungiftig, enthält nur natürliche Zutaten, stinkt nicht und funktioniert super. Wenn du gerne das Rezept und die Anleitung zur Herstellung eines Fixativs haben möchtest, schreib mir eine E-Mail. Die Adresse bzw. den Link zu meiner Homepage findest du unten. Und wenn du Fragen hast, schreib mir das gerne unten in die Kommentare.
Gefällt dir dieses Video? Ich freue mich über ein Däumchen hoch. Du kannst mithelfen, dass dieser Kanal wächst. Einfach den Kanal abonnieren. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, klicke einfach noch die Glocke neben dem Abo-Button. Dann wirst du informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Vielen Dank dafür, viel Vergnügen mit dem Katzenaugen-Ohr-Video. Bis demnächst!